Wir sind hier gerade informiert worden über den Mobilfunk, dass hier hinter uns ein Brand ausgebrochen ist. Es scheinen mehrere Brandherde zu sein. Ne? Da vorne ist es ganz dunkel und hier ist es auch ganz dunkel. Du hast gesagt elegant, ne? Wird nichts mit elegant. Wir sind hier gerade informiert worden über den Mobilfunk, also eine SMS sozusagen, dass hier hinter uns ein Brand ausgebrochen ist. Das ist vielleicht so 10 Minuten her. Wir wussten gar nicht, dass wir da auch eine Info kriegen würden. Das tut gut, das zu wissen. Es riecht mittlerweile auch ein bisschen nach Rauch. Noch ist es lokal, zum Glück. Es gehen auch einzelne Aschepartikel runter und wir werden das jetzt mal im Blick behalten. Was das für uns bedeutet. Im Moment bedeutet es erstmal nicht viel. Der Wind kommt von hier, also es wird nicht direkt auf uns zugetrieben. Und wenn, dann wäre es hier praktisch auf diesem Landstrich neben mir. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also wir können ja ausweichen, aber wir müssen es natürlich im Blick behalten. Na, was sagst du dazu? Das ist nicht schön, ne? Also bis jetzt haben wir auch noch nichts gehört, dass da irgendwie eine Feuerwehr oder irgendwie was kommt, ne? Im Moment zieht's her. Also das sind 2 Geschwader. Einmal ein Zweiergeschwader. Das sind die gelben Löschflugzeuge. Die haben auch keine die haben auch keine Kufen. Die nehmen das praktisch direkt, also nehmen sie alle direkt im Fliegen auf. Und ja, die anderen, die sind da hinten, die werden jetzt anfliegen und dann gibt es noch den Helikopter. Also es sind 6 Einheiten unterwegs, aber es sind auch, also der hier ist immer noch recht groß. Wir haben jetzt gerade mit denen, die wir kennen, die hier in der Umgebung liegen, kurz ausgetauscht, ob bei allen alles in Ordnung ist und gerade ein Foto bekommen von welchen, die liegen weiter vorne, die sehen den Brand direkt. Die sehen direkt auf den Brand. Schau mal, da sieht man jetzt Flammen da vorne. Ja, jetzt sieht man sie. Genau. Aber es scheinen mehrere Brandherde zu sein. Ne? Da vorne ist es ganz dunkel und hier ist es auch ganz dunkel. Ich habe vorhin ja noch gesagt, guck mal, das wird gar nicht breiter, aber das war vorhin. Jetzt sieht es anders aus. Ja. Heißt grauer Rauch, dass es gelöscht hat? Ja, das frage ich mich auch gerade. Also das jedenfalls also ich würde sagen, wenn es grauer wird, haben sie schon Wasser drauf geworfen. Also für uns ist das, wenn man das so in den Nachrichten hört, Waldbrände, was weiß ich, irgendwo Südfrankreich oder Griechenland oder so, dann ist es ja immer relativ weit weg. Aber jetzt so dabei zu sein, ist schon was anderes. Wir haben den riesen Vorteil, unser Haus kann auch Anker aufgehen und wegfahren. Das können die anderen nicht. Und ich hoffe, dass da alles in Ordnung ist, dass da keine Häuser in Gefahr sind, vor allem keine Menschen. Siehst du den? Der Weiße fliegt an. Ja. Sag ich doch. Ja. Was denn? Fahren jetzt alle wahrscheinlich einer nach. Also diese geben alle 3 hintereinander, haben Wasser aufgenommen. Ja, da, jetzt ist der zweite, der erste hebt gerade wieder ab. Aber schnell. Und der dritte ist auch im Anflug. Oh, oh, oh. Ob das so sein soll? Das sah gerade irgendwie komisch aus, was der gemacht hat. Nein, der weiß schon, was er tut. Jetzt müssen wir aber wirklich gucken, dass sie koordiniert sind noch. Ist voll der Stau am Himmel, ne?
Also der ist hinter der Hügelkuppe runtergegangen. Das scheint im nächsten Tal zu brennen. Beim ersten scheinen sie es fast im Griff zu haben. Ja, Das ja. hört fast auf. Ne? Ja. Also man hat es hinter den Berg rauszimmeln sehen, 2-3 Mal. Das hat aber jetzt aufgehört und der Qualm ist auch weniger geworden. Und es sind mittlerweile 8 Löschflugzeuge. Ist auch recht gut so. Und der Helikopter auch noch. Das heißt aber auch, dass es woanders nicht brennt, ne? Wenn sie so viele Flugzeuge gleichzeitig zusammenziehen können. Es brennt noch woanders. Es hat vorgestern noch woanders gebrannt. Ich weiß nicht, ob sie das in den Griff gekriegt haben. Es gab einen großen Waldbrand irgendwo. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Da hinten ist der Heli. Ja. Ist komisch, dass sie den Wasserweg nicht sperren, ne? Dass da jetzt weiterhin Schlauchboote durchheizen, wo die Wasser aufnehmen. Das verstehe ich nicht. Bei der Wolke kommt so richtig blau durch. Die erste ist fast weg und bei der zweiten sieht man von Licht blau. Den Himmel? Ja. Ja. Es ging jetzt relativ flott, ne? 2,5 Stunden oder sowas haben sie gebraucht. Also von dem ersten Alarm, den wir mitbekommen haben, ne? Ja. Bin da echt froh drum, weil ich bin um jeden Baum traurig, der hier in dieser trockenen Gegend verbrennt, weil die wachsen ja sehr langsam, die brauchen ja echt lange und hier ist ja schöner großer Wald und das ist relativ selten, weil auf dem Weg hierher, Peloponnes auch und gerade um Athen rum, da ist ganz viel nur Gestrüpp und gar keine Bäume und hier sind ja noch Bäume und deswegen bin ich da echt froh drum. Diasporos Island, Cetonia. Vor ein paar Tagen hat hier ein Waldbrand gewütet, jetzt ist alles gelöscht und langsam kehrt wieder Ruhe ein. Wir liegen schon eine ganze Weile hier, die Tage sind still, das Wasser liegt friedlich, die Insel atmet wieder durch. Es ist diese besondere Ruhe, die man fast greifen kann. Und doch spüren wir, dass es uns irgendwann wieder weiterzieht. Die Sehnsucht wächst, den Anker zu lichten. Noch aber bleiben wir und genießen die Stille, die so selten geworden ist. Wir fahren jetzt ab. Wir waren jetzt hier ein paar Tage und es ist wirklich eine schöne Bucht, aber es gibt noch mehrere schöne Buchten. Und wir haben jetzt das Gefühl, einfach mal ein bisschen Tapetenwechsel zu wollen und fahren jetzt ein Stückchen weiter. Wie sagte Pink Panther so schön, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Clown gefrühstückt. Ja, wir werden wiederkommen, aber es ist jetzt irgendwie so nach ein paar Tagen Zeit, die Location zu wechseln. Heute Morgen sind wir aufgewacht und haben beide so gedacht, ja, ist schön, aber ich glaube, jetzt könnten wir mal ein bisschen noch mal woanders hinfahren und zusammengepackt und los geht's. Fühlt sich richtig gut an, jetzt wieder unterwegs zu sein. Das ist ganz witzig, weil die ganze Zeit hat es sich richtig gut angefühlt, an einem Fleck zu sein. Und jetzt, wo wir uns wieder bewegen, ist das wieder so, ja, eigentlich ist das, was wir wollen. Wir fahren jetzt allerdings nicht so weit.
Wir bleiben hier in der Gegend, also sprich Chalkidiki, weil wir Mitte August kommen Freunde zu Besuch, die fliegen nach Thessaloniki und die sind nur eine Woche da und da ist das hier natürlich die perfekte Gegend. Und deswegen werden wir hier Chalkidiki bleiben, aber wir werden wahrscheinlich in den anderen Finger noch mal wieder reinfahren oder vielleicht sogar nach außen. Also wir haben noch 3 Wochen Zeit und mal sehen, was die 3 Wochen so bringen. Jetzt zeige ich euch mal kurz was. Hier. Träumchen, dieses Häuschen. Ne? Das ist die Rückseite von da, wo wir die ganze Zeit gelegen sind. Ja, da könnte man es, glaube ich, auch ganz gut aushalten, oder? Wenn du lange unterwegs bist, bist du auch froh, wenn du mal einen Ort hast, wo du länger bleiben kannst. Aber das Schöne ist ja, das ist dein Zuhause und du ziehst halt einfach weiter, wenn du nicht mehr magst. Und hier gibt es ja echt viele schöne Buchten und wir kennen ja nur einen Bruchteil davon. Wenn du sagst, ja, heute will ich ein bisschen weiter, dann gehst du halt ein bisschen weiter. Es wird noch mal ein bisschen stürmisch werden, aber da gibt es ja genug Buchten hier. Wir fahren jetzt gerade mal an die Ecke, wo der Waldbrand war, den wir euch gezeigt haben. Also das ist schon nicht sehr schön und vor allem sind 2 Häuser auch da, die komplett unbeschadet scheinen. Also das haben sie wirklich gut gemacht. Ich schwenke jetzt mal. So sieht das aus, wenn man bei Extremhitze unterwegs ist. Hier und das Tablet wird auch noch mal schön gekühlt. Ja, das überhitzt hier alles, einschließlich mir. Als wir die Ventilatoren gekauft haben, die kleinen, hat er immer noch gesagt, kleine Ventilatoren. Aber die sind sinnvoll, gerade für sowas wie jetzt. Das ist der kleine super. Also Abkühlung ist gefragt, wobei wir haben noch nicht mal Mittag. Ich weiß, Nein, wie spät ist denn jetzt? kann ich dir sagen? 10 Uhr. Es ist 10 Uhr, Leute. Wir haben auch extrem Hitzewarnung für bis Donnerstag, glaube ich. Also bis einschließlich Mittwoch. Habe ich gerade an euch so vorbeigeschielt. Wenn ich es richtig sehe, haben wir schon 30 Grad im Boot. Würde mich auch nicht wundern. Wir haben ja die Verschattung abgehängt, um fahren zu können. Und ja, jetzt gucken wir mal, wo wir ankern. Wir wollen da noch einkaufen. Hier vorne ist ein ganz schöner, sandiger Strand. Vielleicht können wir da kurz ankern. Wir wollten ja ein bisschen den Platz wechseln. Wir wollten eigentlich hier vorne in eine der Buchten reingehen, aber das ist hier sozusagen die Autobahn für die ganzen kleinen Motorboote. Deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, dass wir aus diesem Archipel ganz rausfahren. Wir fahren jetzt ein bisschen die Küste hoch. Es gibt da 2 Strände hintereinander. Da gucken wir mal. Die sollen eigentlich auch gut sein zum Ankern. Und wenn das nichts ist, dann fahren wir durch bis Sarti. Da kann man gut einkaufen. Da kann Marion auch mal wieder eine Pizza bekommen. Und ja, das ist ein bisschen zu viel Trubel für uns.
Mir reicht's, ich gehe von Bord. Jetzt versuch aber möglichst elegant auszusehen. Wie soll ich denn das machen? Weiß ich nicht. Ah, war nicht so schlecht. Na, wie ist? Du musst aber hier in der Nähe bleiben, ne? Ich komme alleine nicht mehr von Bord, wenn du nicht von Gas gehst. Ich dachte, ich zieh dich jetzt bis Sati. Soll ich runtergehen vom Gas? Du hast gesagt elegant, ne? Es wird nichts mit elegant. Soll ich runtergehen vom Gas? Ja, bitte. Geh mal in Leerlauf, bitte. So, ausgekuppelt. Wahnsinn, wie schnell das noch ist, ne? Ja, dauert einen kleinen Moment. Musste doch bis Sati hinterher schwimmen. Musste doch bis Sati hinterher schwimmen. Hinterher schwimmen! Kommst du rein oder? Auch eine Notleiter drüben. Für solche Fälle, dass man an der Notleiter zieht und die runterfällt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine Art Strickleiter im Sack. Gibt unten eine Schlaufe und wenn man an der unteren Schlaufe zieht, dann fällt die ins Wasser. Es gab mal so spektakuläres Bootsglück, doch im Mittelmeer. Gab es auch einen Film über. Da sind sie rausgefahren, zu 8, glaube ich. Und einmal ist über Bord gesprungen zum Baden, alle anderen hinterher. Und haben danach festgestellt, dass die Bordwand so hoch ist, dass sie nicht mehr an Bord kommen. Das sind alle ertrunken. Und seitdem gibt es eigentlich die Vorschrift oder die Empfehlung, so eine Notleiter an Bord zu haben. So ist am angenehmsten. Das ist der Fahrtwind. Kühlt schön. Kaum sind wir aus diesem Archipel da unten raus, sind die Motorboote verschwunden und das Meer ist leer. Das ist echt wohltuend. Haben wir denn einen Plan? Ich weiß nicht, ob wir jetzt so gleicher Meinung sind. Also ich möchte gerne nach Sati. Das ist eine große Bucht, würde ich es fast nicht nennen. Da ist ein relativ großer Ort. Der Küstenabschnitt ist eher ungeschützt, aber wir können da sehr gut einkaufen. Und da gibt es Eisdielen und Pizzerias, habe ich gesehen. Wir sind da über Nacht und morgen fahren wir weiter nach Sykir, keine Ahnung, wie es sich ausspricht. Dort sind wir sehr geschützt, weil Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag kommt ein bisschen stärkerer Wind und da haben wir eine recht geschützte Bucht, unserer Meinung nach. Und dann ist alles noch offen. Vielleicht gefällt es uns da, wir bleiben, gefällt es uns nicht, fahren wir weiter. Es scheint einen Plan zu geben. Ja, tatsächlich, wir sind hier losgefahren, Hauptsache raus aus dieser Bucht. Und wir wussten, wir fahren jetzt ein bisschen die Küste hoch. Ich hatte noch in Erinnerung, hier gibt es nette Strände. Wir sind allerdings im Abendlicht hier vorbeigefahren, da sah das alles irgendwie anders aus. Ich finde sie jetzt auch nicht wieder, die Strände. Also wir fahren jetzt weiter die Küste hoch, ist jetzt weiter auch nicht schlimm. In der Ferne erscheint der Berg Athos, ein hoher, schroffer Gipfel, der direkt aus dem Meer wächst. Seit über 1000 Jahren leben hier Mönche in ihren Klöstern, streng abgeschieden und nur unter Männern. Frauen ist der Zugang bis heute verboten. Athos bleibt eine Welt für sich.
Von hier draußen wirkt der Berg still und unnahbar. Wir fahren vorbei und lassen den Blick schweifen. Ein Moment der Ruhe, der fast von selbst ehrfürchtig macht.